Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Anwendervideo. Diesmal schauen wir uns die Daten an, die zu einem Dokument gehören und wie wir sie bearbeiten und ausgeben können. Zu jedem Dokument gehören teils feste, teils variable Daten. Wir haben schon im Video zur Suche gesehen, wie sie uns helfen, Dokumente aufzufinden und Listen zu filtern. Zu den festen Daten gehören der vom DMS grundsätzlich erfasste Volltext sowie Benutzer und Datum des Eingangs in das System. Variable Daten finden sich hingegen in den Zusatz- und Statusfeldern. Die Bearbeitung der Felder findet bei Bitfarm Archiv in derselben Maske statt, die auch zur Suche und zur Darstellung der Werte genutzt wird. Wieder aktivieren wir mit dem Bearbeiten-Knopf oder mit F2 den Modus. Den aktiven Bearbeitungsmodus erkennen wir übrigens am grünen Rahmen um die Dokumentendarstellung. Er hilft uns auch Missverständnisse zu vermeiden, wenn mehrere Dokumente geöffnet sind. Gleichzeitig verhindert der Modus, dass andere Benutzer zur gleichen Zeit ebenfalls Änderungen am Dokument durchführen. Dies wird vom Programm verhindert. Gehen wir nun durch die Zusatzfelder und tragen die passenden Werte ein. Mit der Tastatur kann mit der Taste Tab von Feld zu Feld gesprungen werden. Am Ende speichern wir mit F2 und können mit den Pfeiltasten das nächste Dokument wählen und mit F2 wiederum bearbeiten. Dies als Hinweis für diejenigen, die oft entsprechende Dokumentenmengen durcharbeiten müssen und dabei gerne auf die Maus verzichten wollen. Bei Feldern, die einen Von-Bis-Bereich anbieten, also bei Datums-, numerischen und Betragsfeldern, wird nur das vordere linke Feld mit dem zu setzenden Wert befüllt. Das rechte Feld lassen wir leer. Wollen wir Daten von einem Dokument in ein Feld übernehmen, können wir über den Volltext gehen und von dort kopieren. Einfacher geht es noch mit der Bereichstexterkennung, die auch über Steuerung Y erreichbar ist. Noch ein Tipp: Benötigen wir irgendwo in der Anwendung unseren Benutzername oder das Tagesdatum, so können wir dies mit der Tastenkombination STRG kleiner bzw. STRG Shift kleiner einfügen. Falls wir ähnliche Daten von anderen Dokumenten aus dem gleichen Archiv übernehmen wollen, können wir über die rechte Maustaste die Verschlagwortungshilfe aufrufen. Hier geben wir unsere Basiswerte ein oder suchen in den Feldern zunächst im Datenbestand. Anschließend fixieren wir passende Daten und suchen über die anderen Felder alle Datensätze, für die diese Kombination schon mindestens einmal vorgekommen ist. Gibt es in den anderen Feldern mehrere mögliche Werte, so müssen wir den passenden Wert aus der Liste wählen. Alternativ drehen wir den Pfeil und können frei eingeben. Über das X oder Verschlagwortungshilfe ausblenden gelangen wir wieder zurück und können unsere Werte speichern. In manchen Fällen können Daten auch aus anderen Systemen übernommen werden, wenn wir ein Schlüsselfeld ausgefüllt und gespeichert haben. In diesem Beispiel werden ausgehend von der Auftragsnummer sonstige Daten aus dem ERP-System gelesen. Auch den Status eines Dokuments können wir einfach über den Bearbeiten-Modus setzen. Genau wie bei der Suche ändern die Knöpfe durch Klick Farbe und Symbol. Der grün gefasste Haken setzt den Status, das rot gefasste X setzt ihn zurück. Grau bewirkt keine Änderung. Übrigens können Statusknöpfe auch über die Stempelfunktion gesetzt werden, wenn dies bei einem Stempel entsprechend definiert ist.
Bei manchen Knöpfen stellen wir gegebenenfalls fest, dass deren Beschriftung nicht schwarz, sondern blassgrau erscheint. Sie können nicht von uns gesetzt oder zurückgesetzt werden, da der Administrator hierfür keine Berechtigung erteilt hat. Gleiches sehen wir auch bei manchen Zusatzfeldern. Außerdem gibt es noch zwei weitere Farbgebungen. Ein orangenes Feld zeigt ein Pflichtfeld an. In dieses muss eine Eingabe erfolgen, sonst kann die Verschlagwortung nicht abgeschlossen werden. Färbt sich ein Auswahlfeld nach einer Eingabe rot, so bedeutet dies falsche Eingabe. Hier sind keine freien Eingaben erlaubt, nur die vorgegebenen Auswahlen sind möglich. Mit Bitfarm Archiv können auch mehrere Dokumente in einem Arbeitsgang mit den gleichen Werten versehen werden. Dazu wählen wir die betreffenden Dokumente in der Liste durch Klicken mit gedrückter Steuerungstaste aus. Alternativ können wir mit gedrückter Shift-Taste auch einen Bereich wählen. Oder wir markieren mit Steuerung A die ganze Liste. Diese Mehrfachauswahlen funktionieren übrigens auch beim Speichern, Drucken und E-Mail-Versenden sowie bei den Exportfunktionen. Einen einfachen Datenexport können wir über die rechte Maustaste und den Punkt Metadaten exportieren, zum Beispiel im Excel-Format erledigen. Apropos Tabellenkalkulation. Auch das Dokumentenmanagementsystem bietet bereits einige Möglichkeiten, Metadaten strukturiert darzustellen und damit die Übersichtlichkeit zu verbessern. Wie wir unsere Liste grundsätzlich erweitern und anordnen können, haben wir bereits gesehen. Der Linksklick auf den Spaltenkopf sorgt für die Sortierung nach diesem Wert. Der Linksklick mit gedrückter Shift-Taste bestimmt übrigens eine zweite, dritte, vierte Sortierung und so weiter. Ein einfacher Linksklick ohne weitere Taste hebt dies wieder auf. Im jeweiligen Spaltenkopf finden wir auch kleine Filtersymbole, wenn wir mit der Maus darüber fahren. Hier können wir wählen, welche Dokumente eingeblendet werden sollen. Alle anderen Dokumente werden bis zum Rücksetzen des Filters oder bis zur nächsten Suche aus der Liste ausgeblendet. Ein Rechtsklick auf den Spaltenkopf führt zu weiteren Möglichkeiten, die Liste zu organisieren. Spalten ausblenden ist sicher manchmal hilfreich, um den Wald vor lauter Bäumen noch zu sehen. Das Gruppieren ermöglicht die Zusammenfassung von Einträgen mit gleichen Werten. Auch Untergruppen sind möglich. Über die Pluszeichen können wir die Gruppen öffnen und die Einzeldokumente erreichen. Über die Fußzeile können wir zu einzelnen Spalten Berechnungen durchführen lassen, zum Beispiel Summen von Beträgen. Dies funktioniert dann automatisch auch innerhalb von Gruppen. Möchten wir eine so vorbereitete Liste ausgeben, wählen wir die Report-Funktion, die uns einen Ausdruck oder auch die Erstellung eines PDFs erlaubt. Das Programm merkt sich unsere Einstellungen und wird sie in diesem Archiv immer so präsentieren. Mit Spaltensortierung aufheben gelangen wir wieder zum Ausgangszustand. In manchen Archiven existiert noch eine weitere Liste, die für jedes einzelne Dokument Daten in Tabellenform erfassen kann. Diese Listen befinden sich als zusätzlicher Reiter im Bereich der Suchoptionen. Sie eignen sich beispielsweise für allgemeine Kalkulationen oder auch Buchungsdaten bei Rechnungen. Auch hier sind einige Felder als offene Eingaben, Beträge, Auswahllisten oder als Kalkulationsfelder ausgeführt.
Die Werte in Kalkulationsfeldern werden durch hinterlegte Formeln aus den anderen Eingaben ermittelt. Über den Bearbeiten-Modus können wir Werte ändern oder weitere Zeilen hinzufügen. Als Besonderheit dieser Liste ist die Stempelfunktion zu nennen. Die Werte in einer Zeile können mit einem Klick als Stempel auf das Dokument gesetzt werden. Auch eine Suchfunktion steht zur Verfügung, genauso wie die Möglichkeit, die Liste in einem Standardformat auszugeben oder, wie in diesem Beispiel, an ein Buchhaltungsprogramm zu übertragen. So viel erstmal zu den Möglichkeiten, Dokumentendaten im Bitfam-Archiv zu organisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.